Servus zusammen, in dem Video schauen wir uns den Güde Schlagschrauber an, der günstige 40 € Schlagschrauber mit dem Bürstenmotor. Bei dem günstigen Modell schaffen wir das sogar, die Links-Rechts-Verstellung auch in der Mitte stoppen zu lassen, dass es eben dreistufig ist und auch gesperrt werden kann. Das schaffen viele Hersteller nicht. 18,5 cm Länge, Gewicht von 1,2 Kilo. Sonst gibt es nicht viel zum Sagen, man hat eben gar nichts außer Links-Rechts-Verstellung und die Betätigungstaste. Und das Gewicht hat, habe ich schon gesagt, 1,2 Kilo. So, kommen wir zum maximalen Drehmomenttest oder Anzugsmoment, wo wir schauen. Jetzt sind wir bei 5 Sekunden, dann schauen wir, was er da für Anzugsmoment hat. In dem Fall ist es das Lösemoment, das Anzugsmoment ist noch mal ein bisschen höher, aber ich schaue mir nur das Lösemoment an, weil das kann ich sofort messen. Und da sind wir bei 250 Newtonmeter grob nach 5 Sekunden. Da versuchen wir es dann nach 10 Sekunden. Normalerweise, wenn der Schlagschrauber relativ progressiv eingestellt worden ist, geht es noch, also geht da noch ein bisschen was mehr. Es bei manchen eben nicht unbedingt viel mehr, bei manchen ist schon nach 5 Sekunden fast schon das Maximum erreicht. Manche steigen schneller oder kommen schneller an die Grenze, andere später. Schön ist halt natürlich, wenn er früher also wenn er relativ stark steigt und genug Drehmoment hat, nach 10 Sekunden ist immer noch 250 und dann der letzte Test, 15 Sekunden rechts laufen, dann schauen wir, wie hoch das Lösemoment ist. Und bei dem waren es 314 Newtonmeter, das ist jetzt dann eh gleich. Was für das Geld eigentlich von 40 €, ja, für das, dass man dann ein ganzes System hat von Güde, ich glaube, das ist ganz okay. Muss man in Zukunft schauen, wie er sich schlägt, aber ich empfinde es als mehr als okay. Ich glaube, der wird genug Aufgaben erledigen, die man so dann hat beim Autoschrauben. Aber wenn er zum Schlagschrauben gut geeignet ist, zum Schrauben versenken, ist er relativ schlecht geeignet. Da haben wir 8x160er. Für den benötigt er sehr, sehr lange. Die genaue Zeit zeige ich euch gleich. Die beträgt 16,75 Sekunden, was ein mega schlechter Wert ist. Um das zu überprüfen nochmal, dass hartes Holz ist, habe ich nochmal den Impaxo kurz genommen. Wie ihr sehen könnt, das sind die groben 5 Sekunden, die er auch bei einem anderen Test gebraucht hat. Das heißt, der Güde ist einfach so ausgelegt, dass er nicht unbedingt Schrauben versenkt, sondern er Muttern anzieht. Für das Geld macht er das, finde ich, ganz in Ordnung. Aber natürlich die Leistung für Holzschrauben, weil er wahrscheinlich relativ langsam dreht und die nicht so viele Schläge hat, braucht er halt sehr, sehr, sehr lange. Aber dafür hat er halt ein größeres Drehmoment. Oder was heißt ein größeres? Er ist halt ein riesiges Drehmoment. Das ist kein Drehmoment-Monster. Aber fürs Geld ist es natürlich okay. Für die 10x160 hat er 22 Sekunden gebraucht, dass ich mich nicht quäle und das Gerät nicht quält. Habe ich es da beendet. Habe dann eben keine Schrauben mehr versenkt, weil die 12er oder 16er, man will das schaffen. Wenn wir zum Beispiel den Paxo anschauen, der hat für die 10x160 7,5 Sekunden gebraucht. Da kann man wirklich nur sagen, wie lange wird er für die 16er brauchen, wenn den Paxo 37 Sekunden benötigt? 5 Minuten oder wahrscheinlich wird der Akku leer gehen oder der Schlagschrauber wird einfach nur kaputt gehen. Da schauen wir uns dann die Geschwindigkeiten an, also wie lange er braucht, um das alles zu lösen. Das macht er ganz gut fürs Geld. Das hat man eh gesehen beim Anziehen schon nach 5 Sekunden. 250 Newtonmeter, Maximum 314. Lösemoment, das heißt angezogen ist es mehr. Das heißt, er kann auch mehr lösen, wenn man es dann anzieht. Da sind wir schon bei 250 Newtonmeter. Und da kann ich auch gleich die Zeit nennen. Da ist die Zeit bei 0,84 Sekunden. Der Impaxo braucht 0,57. Der Bosch GDS 18V210 4 Sekunden, was extrem viel ist für 200 €, also kostet 200 € und braucht 4 Sekunden. Der Güde braucht gerade einmal nicht einmal eine Sekunde. Also weiß ich nicht, was mit dem Bosch los war, ob der alles so sein, werde ich dann in Zukunft eh sehen, wenn ich den 200er test oder den 220er, ob sich da was tut. Ich hoffe mal schon, dass sich das verbessert, weil sonst ist es wirklich schlecht. Sonst 350 Newtonmeter haben wir, das habe ich gar nicht rein in den Tabellen, aber da braucht ungefähr 3 Sekunden. Ja, da trotzdem kürzer als der Bosch für 300, da braucht er 5 fast. Der schafft 350 in 3,5, von daher ist es schon gar nicht so schlecht, wie schon gesagt. Und dann schauen wir uns noch ganz kurz an, wie er sich dann bei 400 Newtonmeter schlägt. Eben, der Bosch ist so, wenn ich mir den anschaue, der hat das sehr progressives Verhalten, das heißt,
Bei 400 Newtonmeter ist er bei 15 Sekunden und 500 schafft er sogar auch, was der Güde nie im Leben schaffen wird. Aber er schafft sogar 500 Newtonmeter in 25 Sekunden. Der Güde, da sind wir bei 400. Ich habe es 400 angezogen, ihr habt das Piepsen gehört. Der Drehmomentadapter hat leider seine Aufgabe versagt und hat mal ein falsches Drehmoment angezeigt, aber man hat gehört, dass es 400 Newtonmeter waren und man sieht auch, dass es ewig braucht, bis die Mutter gelöst wird. Um genau zu sein, sind es 13,05 Sekunden, bis dann die Mutter gelöst worden ist. Ich würde sagen, für das Geld kann man wirklich viel am Auto machen. Also das ist wirklich ganz okay für Muttern lösen. So, da haben wir die Tabelle. Wir sind jetzt vorher durchgegangen. Wie ihr sehen könnt, ist er einfach besser als der Bosch GTS 18V210. In jeglicher Hinsicht macht er alles besser bei den hohen Drehmomenten. Von daher, der wird die Aufgaben besser erledigen als der Bosch. Komischerweise, weiß nicht, ob ich falsch getestet habe, ob der Bosch wirklich so schlecht ist. Wie schon gesagt, schauen wir in Zukunft, was der 220 und der 200er machen. Aber ich habe auf Stufe 3 eingestellt, das heißt Maximum. Das heißt, eigentlich kann es an dem nicht liegen und am Schraubmodi, weil die 1er, 2 und 3 kann man ja nicht verändern, soweit ich weiß. Nur A und B. Und deswegen schauen wir mal in Zukunft. So, da kann man zum Fazit kommen. Eben, Preis ganz unten, 40 Euro, 8,5 cm Länge, 1,2 Kilo Gewicht. Da sieht man noch mal kurz die Schrauben. Also zum Holzschrauben würde ich den nicht verwenden. Dafür ist er einfach zu schlecht. Dafür ist er nicht geeignet. Und dafür aber, wie ihr sehen könnt, ist er halt deutlich schlechter. Auch der Einheit TCW werde ich es dann sehen im nächsten Test irgendwann einmal. Wenn ich nochmal den Einheit-Test, werde ich den TCW einbauen und sehen, wie es sich dann schlägt. Aber ja, der Güde wirklich für das Geld Holzschrauben versenken kann er sehr schlecht. Muttern lösen und alles andere macht er eigentlich relativ solide. Das heißt, alles bis angezogene 400 oder Lösemomente von 320, 330 ungefähr. Das wird er schaffen. Das packt er. Und ja, ich finde das ganz in Ordnung fürs Geld. Es werde da genug Aufgaben schaffen können. Natürlich jetzt, wenn was verrostet ist komplett, dann braucht man einen stärkeren Schlagschrauber. Leider ist es so, aber das ist so, wie es ist. Von meiner Seite aus gibt es Empfehlungen für den, vor allem für den Preis. Wenn man einsteigen will, ist es super. Zum Radschrauben lösen sollte es, glaube ich, auch reichen. Ich weiß natürlich nicht, wie hoch das Drehmoment nach dem Winter ist, hängt davon auch ab, wie man eben wäscht, wie viel Salz gestreut wird und so weiter und wie das Wetter ist. Das sind so viele Faktoren, die man nicht wissen kann. Aber versuchen kann man es trotzdem. Wenn es nicht klappt, wenn man nicht zufrieden ist, kann man den ja wieder retournieren oder machen, was man will halt. Was ich gesehen habe, ist das Gütesystem relativ solide auch aufgebaut. Also es ist kein grottenschlechtes Akkusystem. Man hat schon einige Geräte, aber Akkuschrauber, Schlagschrauber einige, auch am Bürstenlosen, der sehr ähnlich wie der Einhell ausschaut, den werde ich auch testen. Dann hat man Laubbläser, Sauger, Nasssauger, verschiedene Sachen. Also ganz okay ist das Gütesystem. Und von daher kann ich den auch empfehlen, weil für das Geld kriegt man schon einiges. Ich bedanke mich fürs Schauen. Alle Schraubschrauber sind unten verlinkt. Wenn ihr es über Amazon bestellen wollt, würde ich den Kanal unterstützen. Vielen Dank für den, das macht. Vielen Dank für jeden, der schaut. Kommentar, der lässt Daumen nach oben. Servus, danke, bis zum nächsten Video und ciao.